Leute, wir sind in Land Nummer 2 auf diese Riesenreise und meine Pläne sind aufgegangen. Ich bin nach Südostasien gekommen und der Ort, wo ich bin, verrate ich euch jetzt, indem ich jetzt hier die Kamera drehe und da sieht man zwei relativ bekannte Gebäude. Ich bin in Kuala Lumpur, die Hauptstadt von Malaysia. So, und erstmal direkt im Schatten wieder, weil es ist so unfassbar warm hier. Ich bin in Malaysia. Das ist vermutlich nicht direkt das Land, an dem jetzt jeder vielleicht gedacht hätte, als ich Südostasien gesagt habe. Also da gibt es vielleicht ein paar Länder, die da ein bisschen bekannter sind. Aber ich habe Malaysia jetzt für mich entschieden, dass ich da hinreisen will. Grundsätzlich aus zwei Gründen. Erstmal relativ schnell gesagt, der Flug, also ich bin ja von Osaka ja weggeflogen und der Flug nach Kuala Lumpur sah von Anfang aus sehr, sehr gut aus, dass ich da mitkommen kann. Und das ist, so wie ich reise, halt auf jeden Fall immer ein sehr wichtiger Grund. Und das Zweite ist, wenn man, finde ich, solo reist, dann ist es auch eine Chance für einen, in Länder zu reisen, die für einen selber vielleicht ganz interessant sind, aber vielleicht nicht für so viele andere. Und ich glaube, Malaysia trifft da durchaus zu. Ich finde, Malaysia ist schon ein Land, wo ich Bock drauf habe, hinzureisen. Das wäre vielleicht nicht so, dass das ganz oben da stehen würde, aber das ist schon ein Land, das ich in meinem Leben mal sehen will. Und ich glaube aber nicht, dass jeder das so sieht. Ich glaube, die meisten würden eher Richtung Thailand oder Vietnam halt gehen, was ja auch absolut okay ist. Also ich will auch unbedingt noch nach Thailand und Vietnam. Vielleicht kommt ja etwas noch auf diese Reise, wer weiß. Aber deswegen dachte ich mir, da könnte sich Malaysia jetzt doch anbieten. Aber ja, auch wenn es wirklich extrem warm ist, ich würde sagen, wir gucken mal trotzdem rum, soweit es geht. Ich fange mal direkt mit wahrscheinlich das ikonischste Gebäude in Kuala Lumpur, das man hinter mir gerade sehen kann. Das sind die Petronas Towers. Also ich sage ja Gebäude, eigentlich sollte ich Gebäuden sagen, weil es gibt zwei identische. Ist ein wahnsinnig cooles Design und sind auch super hoch. Und tatsächlich waren die Petronas Towers die höchsten Gebäude auf der ganzen Welt für eine Weile. Von 1998, ich gehe mal davon aus, da wurden die fertiggestellt. Und dann bis 2004 waren sie wirklich weltweit die höchsten Gebäude und dann wurde es von ein noch höheres Gebäude dann in Taipei in Taiwan abgelöst. Aber trotzdem selbst heute, der Rank ist ungefähr noch bei, ich glaube, Platz 20 oder so nimmt es ein. Lustigerweise aber nicht mal die höchsten Gebäude in Kuala Lumpur noch. Inzwischen gibt es einen, der noch höher ist. Aber ja, sehr sehenswert auf jeden Fall. Wie gesagt, man kann da auch reingehen und auch hochgehen. Das habe ich jetzt mal vermieden, weil das ist schon wirklich sehr, sehr teuer. Und von meinem Hotelzimmer habe ich ehrlich gesagt schon relativ gute Aussichten, das zeige ich danach. Aber trotzdem sehr cool hier zu sein. Und ich werde auf jeden Fall, ob es heute Nacht oder morgen Nacht wird, weiß ich nicht. Aber wir kommen hier auf jeden Fall nachts vorbei, denn die Beleuchtung nachts soll wohl auch wirklich sehr, sehr cool sein. Und das würde ich auch mal gern sehen. So, direkt bei den Petronas Towers ist so eine riesen Mall. Jetzt will ich kurz eine Sache klarstellen. Ich bin ja wirklich null der Mall-Person. Ich bin nicht jemand, der so richtig gerne shoppen geht. Aber trotzdem bin ich jetzt hier drin, weil die Abkühlung hier tut so gut gerade. Jetzt verstehe ich auch ein bisschen mehr, warum in Ländern in Dubai oder in sowas jetzt wie Kuala Lumpur jetzt solche Malls so beliebt sind. Ich glaube nicht nur wegen den Läden, sondern einfach, wenn du irgendwo mal Abkühlung suchen willst, dann gehst du halt in eine Mall rein. Und deswegen, wir gucken mal hier rum, vielleicht gibt es ja irgendwas Spannendes. In Bukit Bintang unterwegs, relativ kurzer Fußweg von den Petronas Towers und da war es auch noch bewölkt, das ist jetzt auch immer noch, deswegen da ging es dann auch. War auch ganz cool dort, also relativ auch
viele kleine Essensstände, kleine Restaurants, Cafés und halt auch einige Malls wieder, wenn man halt sowas interessiert ist. Und das war aber am Ende doch ganz cool dann, weil ich bin dann eins reingegangen, einfach nochmal, um ein bisschen abzukühlen. Und dann bin ich auf etwas gestoßen, wo ich dann auch spontan reingegangen bin. Das war so eine Art Miniatur-Wunderland, so wie man es in Hamburg kennt, aber halt eins in Malaysia. Und also ich hatte es nicht auf dem Schirm, das war wirklich total spontan. Das sah aber ganz gut, bevor ich an so einem Mall halt abkühle, dann mache ich es halt in so eine Miniaturwelt. Und das war richtig, richtig cool. Motorradgang wieder am Start. Nee, das war richtig, richtig cool. Weil nicht nur halt die Miniaturen und die ganze Arbeit, die ja bei sowas reingesteckt wird, nicht nur das fand ich cool, sondern man hat auch wirklich sehr viel über Malaysia gelernt. Es wurden sehr, sehr viele andere Städte auch ausgestellt. Halt, und auch mit Infos dazu, also die Geschichte von diesen Städten, worum es da geht, wofür sie bekannt sind in Malaysia. Deswegen, wenn ihr in Kuala Lumpur seid und irgendwie mal abkühlen wollt, aber nicht an so einem Mall verbringen wollt, dann geht's ruhig dahin. Das heißt Minature. Und also das war wirklich sehr, sehr cool. Auch wenn dieses Miniaturfiguren-Gedöns vielleicht nicht für einen so interessant ist. Lernen tut man da trotzdem sehr, sehr viel, weil es ist doch irgendwie so eine Art Museum da. Bin ich wieder, gerade bei meinem Hotel, ist schon da vorne, bin jetzt mit der Monorail zurückgefahren, was auch ganz cool ist. Das ist so eine Art Schwebebahn. Das gibt es aber nicht so oft auf der Welt und das war schon ganz cool, da jetzt gerade kurz hinzufahren. Das ist auch eigentlich der schnellste Anbindung zu meinem Hotel. Und ja, apropos Hotel, ich zeige euch jetzt mal, weil diese Unterkunft muss gezeigt werden. Und damit schöne Grüße vom Hotelzimmer. Ich bin tatsächlich in einem Hilton Hotel untergekommen. Das ist das, was ich mir spontan gebucht habe. Klingt erstmal nach einer sehr, sehr teuren Angelegenheit. Man fragt sich vielleicht, warum machst du das, wenn du eh schon alleine reist, einfach nicht zu einem billigen Hotel gehen. Aber die Wahrheit ist, Malaysia ist ein sehr, sehr günstiges Land. Das ist für mich komplettes Neuland, weil ich eigentlich nur teure Länder kenne. Also Australien, Neuseeland, Karibik, alles fast teurer als in Deutschland schon, was ja auch schon nicht günstig ist. Japan war tatsächlich nicht so teuer, wie ich am Anfang dachte, aber zum Beispiel das Hotel in Tokio war auch schon wieder viel zu viel. In Malaysia ganz andere Geschichte. Es ist hier alles sehr, sehr günstig und selbst ein Hilton Hotel hat mich jetzt für 3 Nächte insgesamt 103 € gekostet. Ich hätte mir auch ein normales Hotelzimmer holen können für 20 € die Nacht, aber wenn man, die Luxus finde ich, kann man schon mal gönnen, wenn man mal die Möglichkeit hat, weil so oft hatte ich das nicht bisher. Und genau, Zimmer ist, ja, erfüllt seinen Zweck auf jeden Fall. Ich meine, so ein Riesenzimmer als Alleinreisende brauche ich ja nicht. Ist ganz angenehm. Genau, heute wurde schon wieder Bettwäsche getauscht, sehe ich gerade. Aber der Highlight ist der Ausblick. Ich hätte auch ohne Ausblick haben können für 10 € weniger. Also insgesamt. Aber ich dachte mir so, nee, warum? Warum? Weil ich das hier haben kann. Ja, das ist meine Aussicht über Kuala Lumpur. Ich liebe einfach diese Aussicht. Und irgendwo kann man das noch hier auf der Kamera sehen. Ah ja, so gerade noch kann man sogar die Petronas Towers aus dem Hotelzimmer noch sehen. Also Wahnsinn. Für ein bisschen über 30 € die Nacht. So, da das Wetter morgen nicht so gut aussieht und es wieder erwarten heute Abend dafür ganz gut passt, bin ich jetzt wieder zum KLCC Park gekommen. Weil nachts ist es nochmal eine ganz andere Nummer. Und hier ist... Also ihr wisst ja, wie viel vorhin hier los war. Jetzt ist ja richtig, richtig viel los. Also nachts erweckt dieser Ort komplett.
Und genau, wir gucken jetzt hier mal ein bisschen rum. Hier ist schon wieder echt coole Beleuchtung rum und die Petronas Towers sehen natürlich auch gerade richtig gut aus und die zeige ich euch jetzt dementsprechend auch. Also krass, Kuala Lumpur kommt ja wirklich, also da kommt erst nachts wirklich richtig was ins Leben. Also Wahnsinn, wie viel jetzt mehr los ist. Es war nicht nur jetzt beim Park vorhin, da war ja Riesenmenschenmengen im Vergleich zum Nachmittag, sondern generell jetzt in der Stadt, auch im Verkehr gerade. Übel krass, kann ich aber gut verstehen, weil wenn es halt nachmittags halt so warm ist und so hohe Luftfeuchtigkeit, dann macht es nachts ein bisschen mehr Spaß, halt durch die Stadt zu schlendern, muss ich sagen. Es ist trotzdem noch sehr warm. Ich will das jetzt gar nicht so downplayen, aber es ist deutlich angenehmer, halt jetzt halt rumzulaufen auch. Ja, nee, cooler erster voller Tag. War jetzt ein bisschen eingeschränkt am Ende wegen des Wetters, weil ich konnte halt wirklich nicht so viel schaffen, wie ich wollte. Aber ja, war ganz in Ordnung. Morgen steht auch noch eine Reihe Sachen an, deswegen genau, melde ich mich wieder morgen. So, guten Tag zusammen. Es ist der zweite voller Tag in Kuala Lumpur und ich bin ein bisschen, ja, minimal jetzt außerhalb der Stadt hergefahren zu einem der bekannteren Sehenswürdigkeiten und man sieht schon total krass, dass es so eine riesen Berglandschaft hier irgendwie dann direkt gibt, also wenn man es Berglandschaft nennen kann, aber das ist einfach so ein ganz steiler Berg hier plötzlich direkt außerhalb und auch diese riesen Statue hier, die wahrscheinlich jetzt nicht unbemerkt gegangen ist. Ich bin bei den Batu Caves, das ist ein heiliger Ort, ich glaube, es war Hindu. Wenn nicht, dann korrigiere ich mich beim Bearbeiten. Genau, und dann hier oben, also geht hier 202 Stufen nach oben. Schon bei dem Wetter herausfordernd genug, aber es wird dann irgendwann schattig. Und wir werden es auf jeden Fall probieren, denn oben, es heißt ja Batu Caves, sind irgendwelche richtig coole Höhlen. Und da, wie gesagt, schaue ich jetzt mal rein. Der Eingangsbereich, muss ich sagen, ist echt nicht so schön. Es ist halt komplett voll hier, auch mit Tauben und auch mit Affen, kurioserweise. Aber deswegen gehen wir hier schnell hoch, weil ich glaube, oben wird es echt cool. Ich will ja nichts sagen, aber das war einfacher, als ich dachte. Weiß nicht, was wir haben. Ja, nee, ich habe jetzt gar nicht mal so viel von der Treppe gegangen. Da laufen wirklich viele Affen rum und ich habe echt ein bisschen Respekt davor. Haben ja ganz viele Leute auf den Treppen hier Fotos mit den Affen gemacht. Ich würde mich da gar nicht trauen, weil wenn einer da beißt, dann ist die komplette Reise dahin. Vielleicht übertreibe ich komplett, aber da war ich ein bisschen vorsichtig. Aber hier im Cave ist jetzt nichts. Und genau, wir schauen mal rum. Es sieht schon echt cool aus hier. So, während ich hier jetzt die 272 Stufen runterlaufe, vielleicht ein paar kurze Fakten zu diesem riesen Statue hier. Der Statue ist Lord Murugan
Und das ist der Kriegsgott im Hinduismus. Das ist der größte Statue von ihm weltweit. Also genau, der größte ist in Malaysia und nicht mal in Indien. Und 42 Meter hoch ist er und 300 Liter Goldfarbe haben sie dafür gebraucht, um ihn zu bemalen. Und ja, hat dementsprechend auch viele, viele Jahre gedauert. Es ist schon beeindruckend. Also 42 Meter Statue, das sieht man auch nicht alle Tage. Also, das hier, Batu Caves, ist echt cool. Hat mir gut gefallen. Die Stufen gehen echt. Das ist wirklich nicht so schlimm, wie ich es vorgestellt habe. Das ist jetzt nicht unanstrengend, aber die gehen schon. Es gibt ja zwar nicht jetzt mega viel oben zu sehen, aber es lohnt sich trotzdem da hoch zu gehen. Also diese Höhle ist schon relativ beeindruckend. Vor allem in dem Teil, wo es halt nach oben offen geht. Das siehst du wirklich auch nicht alle Tage. Und ja, lohnt sich. Ist halt nicht so ein Ort, wo man jetzt einen Tagesausflug verbringt. Ich meine, ich bin jetzt hier eine Stunde und mache mir jetzt wahrscheinlich auf dem Rückweg, weil mehr um der Gegend gibt es jetzt auch nicht. Aber Batu Caves lohnt sich echt. Ist wirklich cool. Ey, dieser Tag ist bisher ein einziger Fail gewesen. Also zumindest seit ich den Batu Caves verlassen habe. Seitdem ich ja diesen Debakel mit der Zugfahrt hatten, der ja einfach mitten im Tunnel stecken geblieben ist, ohne Licht. Halt, da machen wir mal eine kurze Pause. Es gab nämlich auf dem Rückweg von Batu Caves, ja, sagen wir mal, eine ganz interessante Story. Ich habe auch eine Aufnahme gemacht, wo ich das erzähle. Gerade beim Bearbeiten habe ich aber statt auf Herunterladen, habe ich auf Löschen gedrückt. Deswegen werde ich es jetzt hier nacherzählen. Kurz und knapp, ich würde die Züge in Kuala Lumpur nicht wirklich empfehlen, denn wir sind im Tunnel stehen geblieben, das ist erstmal halb so wild, aber der ganze Strom inklusive des Lichtes ausgegangen und dann saßen wir eine Dreiviertelstunde im Dunkeln. Glücklicherweise konnte der Lokführer irgendwie dann den Rückwärtsgang einstellen und dann sind wir zurück zum Bahnhof angekommen. Da die Türe aber nicht funktioniert haben am Bahnhof, sind wir dann über die Fahrradtür ausgestiegen, wie man hier sieht. Also ja, interessante Erfahrung, gerne nicht wieder. Der Zugfahrt hatten, der ja einfach mitten im Tunnel stecken geblieben ist, ohne Licht, bin ich dann irgendwann doch losgekommen. Und dann ging einfach plötzlich ein richtig riesiger tropischer Gewitter halt los. Und dann dachte mir, ja gut, lohnt sich auch nicht. Dann bin ich halt noch irgendwie zu meinem Hotel noch zurückgekommen. Weil ich brauche ja da nichts machen, wenn es ja wirklich so heftig regnet. In der Sekunde, wo ich im Hotel reingekommen bin, war dann wieder kurz schönes Wetter. Vorhersage hat aber gesagt, ey, es wird jetzt aber die ganze Zeit noch regnen. Also es stehen nur die ganze Zeit noch Gewitter an, am besten nicht rausgehen. Seit 2 Stunden ist hier nichts passiert. Es war die ganze Zeit bewölkt. Es wäre eigentlich perfekt gewesen zum Spazierengehen, weil wenn die Sonne knallt halt nicht. Aber eigentlich super angenehm. Und jetzt ist doch nicht so gekommen und jetzt habe ich einfach ein paar Stunden in meinem Hotel für nichts einfach verweilt. Aber ja, ich werde jetzt gleich nochmal rausschauen und wir gucken noch, dass wir diesen Tag irgendwie zumindest halbwegs produktiv verbringen werden. Auf jeden Fall am Abend, ich habe ja eine Rooftop-Bar hier in meinem Hotel und ich glaube, das wäre ein ganz guter Abschied, zumindest den Abend da zu verbringen. Da, wenn es regnet, ist es auch egal, weil es unter Decke ist. Aber gucken wir mal, was wir jetzt noch gleich eine Stunde schaffen, wenn das Wetter hält. Ja, auf zur Rooftop-Bar. So, dann von meiner nächsten Destination auch mal einen kurzen Fazit zu Kuala Lumpur. Ich würde sagen, Kuala Lumpur war in Ordnung. Ich würde jetzt nicht weitergehen damit. Vieles ist ein bisschen schief gelaufen, wetterbedingt. Du hattest auf der einen Seite halt diese mega schwülen, warmen Temperaturen. Da konntest du einfach in dem ganzen Tag nicht wirklich so viel schaffen, weil es halt einfach viel zu warm war. Und auf der anderen Seite hattest du tropische Gewitter, die einfach jederzeit hätten eintreffen können. Das konnte man null abschätzen. Das konnte wirklich eine Sekunde wirklich
sonniges, sehr warmes Wetter sein und dann 5 Minuten später war es plötzlich mitten im Gewitter. Das ist also zumindest in die Tage, wo ich halt da war. Und was mir auch nicht so gefallen hat dort war, es ist wirklich keine fußgängerfreundliche Stadt. Also ich bin schon jemand, ich laufe halt gerne auch durch Städte, nimm halt dann den öffentlichen Verkehr, wenn es ist, so halt, wenn ich ein bisschen weiter muss. Aber ich bin schon jemand, der einfach gerne auch mal ein paar Wege halt läuft. Und Kuala Lumpur ist nicht dafür geeignet. Einerseits schon mal wegen dem Wetter, aber weil es ist halt relativ klar, du fährst halt damit durch die Gegend mit Auto oder mit Scooter oder halt auch, nimmst mal vielleicht auch mal öffentlich. Aber ja, für Fußgänger nicht so ganz geeignet. Aber ich bereue es trotzdem nicht. Es war trotzdem, finde ich, cool zu sehen. Ich wollte unbedingt auch gern zu der Stadt und es gibt auch Positive auf jeden Fall. Also was ich schon sehr cool fand, war, es gibt wirklich eine Mischung an viele Kulturen dort. Also damit habe ich nicht gerechnet. Du hast halt schon diese malaysische Kultur, aber dann auch ganz viele Menschen aus China, Menschen aus Indien. Es gibt auch innerhalb der malaysischen Kultur auch unterschiedliche Subkulturen, würde ich es mal nennen. Das war ganz interessant, wo ich in diesem Miniaturmuseum war. Da stand relativ viele Infos dazu. Und es war schon ganz cool, einfach in so eine diverse Stadt halt auch drin zu sein. Und die andere Sache ist, es ist halt so spottgünstig. Ich habe ja schon in dem Video ja über die Unterkunft ja geredet, aber ich meine alles andere, das Essen, so um die Stadt zu bewegen, also öffentliche Verkehr habe ich, glaube ich, bei keiner Fahrt mehr als €1 umgerechnet gezahlt. Selbst sowas wie Bolt oder Grab, das ist halt in der Region halt sowas wie wir in Uber halt aus Deutschland kennen, ist halt absolut bezahlbar. Also ich bin auch ein paar Mal, bin ich dann mit Bolt mal gefahren, weil ich glaube, ich habe keine Fahrt mehr als €5 ausgegeben für, sage ich mal, für so 15 Minuten Fahrten und ich sage mal so, in Deutschland würdest du dich nicht mit Uber rumbewegen, weil da wirst du ja irgendwann Vermögen halt los, aber nee, ist eine sehr, sehr günstige Stadt und auf jeden Fall dementsprechend erst recht war es nicht verschwendet, dorthin zu gehen, weil ich habe halt da kein Vermögen da gelassen. Ich habe die Stadt halt gesehen, das hat mich ja von Anfang an auch wirklich sehr interessiert, das mal zu sehen, weil es ist ja nicht so touristisch halt bekannt und inzwischen verstehe ich schon warum, aber es gibt trotzdem viele schöne Sachen da zu sehen. Die Petronas Towers waren hier wirklich sehr, sehr cool, sehr einzigartige Gebäude oder Gebäuden in dem Fall. Der KLCC Park direkt darunter, wo ich war auch wirklich auch sehr nett. Bukit Bintang mit den Streetfood-Märkten war ganz cool. Essen generell, ich habe jetzt nicht so viel gefilmt, glaube ich, aber war auch ein paar echt coole Sachen dabei. Ich hatte zum Beispiel hatte ich beim Hotelfrühstück Nasi Lemak, glaube ich, hieß es. Ich hoffe, korrigiere mich sonst natürlich danach. Das ist eigentlich ein Gericht also eigentlich Hühnchen und Reis und in so einer relativ scharfen Soße. Also es war eine Soße, sowas hatte ich bisher noch nicht gehabt. Das ist schwierig zu erklären. Aber was ich ganz interessant fand, das essen die halt dort zum Frühstück. Also für mich wäre das halt ein Abendessen oder Mittagessen, aber das ist halt dort der Frühstück, das gab es dementsprechend im Hotel auch als Hotelfrühstück und das habe ich auch mal probiert, die Erfahrung und ja, war auch irgendwie ganz lecker, war ein bisschen anders sowas als Frühstück zu haben, aber ja, wie gesagt, ich glaube, aufgrund der Vielzahl an Kulturen, das ist, was Essen angeht, war auch relativ viel da Angebot. Deswegen, wie gesagt, in Ordnung. Ich bereue jetzt auf gar keinen Fall, dahin gegangen zu sein und das jetzt alles gesehen zu haben, aber ich werde vermutlich jetzt nicht so schnell nochmal hinkommen, um jetzt ehrlich zu sein. Genau. Ja, so viel dazu. Und ja, ich habe schon gesagt, nächste Destination bin ich schon. Und darüber reden wir im nächsten Video. Und ja, bis dahin. Bye bye und bis dann.